danke, dass wir ein weiteres Mal dein Wort studieren dürfen. Thank you that we have still a time of peace. Danke, dass wir immer noch eine kleine Zeit des Friedens haben. Please remember us all the points we already studied. Und bitte erinnere uns an all die Punkte, die wir bereits studiert haben. And may it change our hearts. Und mögen sie unsere Herzen verändern, wie du verheißen hast. And I ask also for all our brothers and sisters wherever they are. Und ich möchte auch für all unsere Geschwister bitten, wo immer sie auch sein mögen. Lord, to ask you for this and thank you in Jesus' name. Ich möchte für das bitten und dir danken in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, just before we start getting into what I want to talk about, Also bevor wir jetzt mit dem weiter fortfahren, worüber ich jetzt studieren mit euch möchte, we sent like a statement out just to encourage the brothers and sisters out there. da haben wir gestern oder vorgestern ein Statement rausgeschickt, um unsere Geschwister zu ermutigen. It seems that at least one person has interpreted it in a way that it was not intended. Und es scheint so, dass zumindest eine Person oder mindestens eine Person das interpretiert hat auf eine Art und Weise, wie es nicht gedacht war. Okay, so just to remind the point, and in this first time of trouble here is both prefigured by the U.S. Civil War and also the First World War. Also hier diese erste Zeit der Trübsal ist sowohl durch den Ersten Weltkrieg als auch durch den US-Bürgerkrieg vorausgeschattet. And when you look in those histories, in both those histories, there was a military vaccination program. Und wenn du dir diese Geschichten anschaust, dann sieht man, dass in beiden dieser Geschichten es ein militärisches Impfungsprogramm gab. Okay, now vaccinations are evil. Und Impfungen sind böse. Our bodies are a temple, Unsere Körper sind ein Tempel. right? And right here, you have a mind to choose, right? Und wir haben einen Verstand, um zu wählen. Okay, so we understand that none of that evil stuff that they want to put in us is going into this temple. Und wir können dann verstehen, dass nichts von diesem bösen Zeug, was die in uns legen oder tun wollen, in diesen Tempel gehört. Okay, Christ is our physician, amen? Und Christus ist unser Arzt, richtig? Okay, but go to Matthew chapter 5 Gehen wir zu Matthäus 5. and verse 38. Matthäus 5, Vers 38. It says, "Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth." So, what does that mean? Was bedeutet das? Auge um Auge, Zahn um Zahn. If they're doing bad, you're giving them bad. Yeah, whatever they do to you, you do back to them, right? Also was immer sie dir antun, das tust du ihnen auch wieder zurück. But verse 39 says, Aber Vers 39 sagt uns, "But I say unto you, that ye resist not evil. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also." So if somebody punches you, you don't punch them back, right? also wenn jemand dich schlägt, dann schlägst du den nicht zurück. Right? So it says, and it's using this as a principle, but the principle that it wants you to understand is that you're not to resist evil. Und das ist ein Prinzip hier, und das Prinzip, was Jesus uns zu verstehen geben möchte, ist, dass wir dem Bösen nicht widerstehen sollen. It doesn't mean that you're to consent to evil. Aber das bedeutet nicht, dass man dem Bösen zustimmen soll. Consenting to evil is a decision, right? Dem Bösen zuzustimmen, das beinhaltet eine Entscheidung. So you can't take the verse and say, "Resist not evil." Okay, I'm going to consent now to evil, right? Also man That's kann not what it's saying. diesen Vers hier nicht jetzt nehmen, wo steht, widersteht dem Bösen nicht, zu sagen, ja, jetzt stimme ich dem Bösen auch zu. Das ist nicht, was Jesus sagt. So when it says there, if they go and hold you, right, with your hands and your thing to inoculate you, don't resist them. Sondern wenn wir das jetzt auf die Impfung anwenden, wenn sie jetzt kommen und dich festhalten und dann zwangsimpfen, dann sollst du denen nicht widerstehen. Okay,
you're not consenting to that. You know that it's evil, and you're saying, you've told them, I'm not taking that what you want to give me. Du stimmst dem nicht zu und du hast ihnen auch bereits gesagt, ich stimme dem nicht zu und das ist böse, was ihr mit mir hier What tut. are you going to do? Start fighting them now to stop them doing it? Denn was willst du dann in dieser Situation tun? Willst du jetzt anfangen, mit denen zu kämpfen, um sie aufzuhalten, dass sie es machen? Okay, so the principle is they took Christ and nailed him to a cross. Did he resist them? Das No. Prinzip sieht man auch mit Jesus. Sie haben ihn genommen und ihn ans Kreuz geschlagen. Hat er sich irgendwie gewehrt? But it says that if you Nein. destroy the body, the Lord will destroy you, right? Aber in der Bibel steht ja, wenn du den Tempel zerstörst, dann wird der Herr dich zerstören. Right? Richtig? But they were destroying his temple, right? But he didn't resist them doing it. Aber sie haben ja in dem Sinne dann auch seinen Tempel zerstört, seinen Körper, aber er hat keinen Widerstand geleistet. Okay, this is what it means to have faith, to trust that you know what they're doing to you is evil, but you're to trust in the Lord that He will overrule that for your sake. Und das ist, wo For du His den sake. Glauben beweisen musst, ist, indem du dann weißt, sie tun dir jetzt etwas Böses an, aber du kannst nichts dagegen tun und du kannst dann dem Herrn vertrauen. He says, I will give you power to tread on snakes and scorpions, right? Und der Herr hat ja dann versprochen, dass er uns Kraft geben wird, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Natural demonstrates the spiritual. Das Natürliche demonstriert das Geistliche. So when that adder bit Paul, did it affect him? Als diese Otter Paulus gebissen hat, hat das irgendwie einen Einfluss auf ihn gehabt? No. Right? Nein. So when the Jews were in the wilderness, right, these snakes were coming and biting them and they were poisoned, right? Und als die Juden in der Wüste waren, da kamen ja die Schlangen und haben sie gebissen und sie waren Giftschlangen. What was the remedy? Und was war das Heilmittel? To look to the cross, right? Aufs Kreuz zu blicken, To trust in Christ, auf Christus zu vertrauen, to abide in Christ, right? in Christus zu verweilen, That His blood will heal you, right? dass sein Blut dich heilen wird. Okay? And the spiritual aspect of that is that the snake and the scorpion is Roman Islam, right? Der geistliche Aspekt von der Schlange und dem Skorpion ist Rom und Islam. It's not, they've got no power over you, right? Sie haben keine Macht über dich. Okay, but the principle is that it's about your mind. It's about you consenting or not consenting. Und es Right? geht um dieses Prinzip, ob du zu einer Sache zustimmst oder eben nicht. Okay, so hope that it's a very simple thing to understand. Und ich hoffe, dass es klarer geworden ist. Es ist an sich sehr einfach, das zu verstehen. Okay, so anyway, back to our study. Let's go to Daniel chapter 11 Gehen wir zurück zu unserem Studium, gehen wir zu Daniel Kapitel 11. and verse 2. Daniel 11, Vers 2. It says, And now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all, and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. So, we're showing this point last night that he's standing right here at the time of the end, Ich right? habe den Punkt gestern gezeigt, dass er jetzt hier steht zur Zeit des Endes. Which is also this way mark, right? Was auch hier diese Wegmarke ist. Third year of Cyrus. 3. Jahr des Kyros. Both waymarks are right here. Beide Wegmarken sind hier markiert. Okay? And it says, There shall stand up yet 3 kings, and the fourth shall be far richer than they all. Right? So, what's it doing here in this verse? Also 3 Könige kommen noch und der 4. wird reicher sein als die alle anderen. Was tut das jetzt hier in dem Vers? Also was wird hier gemacht? Yeah, it's separating the first three from the fourth, right? Es trennt die ersten 3 von dem letzten, von dem 4. Okay, So. so Ein Unterschied. Now just go to Daniel chapter 7. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 7. And verses
2 and 3. Wir lesen dann dort die Verse 2 bis 3. Want to read that first, please? Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven strove upon the great sea. And the four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Right. So, what's happening there? What's Daniel seen in his vision? Was sieht Daniel hier in seiner Vision? Stop! Don't need to whisper, Margaret. What does it say? The four winds are sprung. Okay, the four winds are blowing, right? Die 4 Winde, die wehen hier. Okay, so we spent time last night going through showing this point right here. The four winds begin to blow, but the Lord says, my Father, my blood, my blood, my blood. Hold, 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 hold. Also die 4 Winde haben wir ja gezeigt, fangen hier an zu wehen, aber dann sagt Jesus, mein Vater, sagt das zu seinem Vater, mein Blut, mein Blut, mein Blut, mein Blut. And the four winds are striving upon the sea, right? Und diese 4 Winde, die wehen ja auf dem Meer. Okay, so in the book of Jonah, right? Im Buch Jona, Oh no, it's fact, it's not, that wouldn't be true. But okay, yeah, just lose this analogy. In the book of Jonah, right? also ich möchte jetzt einfach nur die Analogie nehmen oder das Prinzip daraus nehmen, im Buch Jona, Right? We know that although it's starting here, there's 2 times of trouble, right? da wissen wir, dass auch wenn diese Geschichte hier anfängt, dass es dort 2 Zeiten der Trübsal gibt. It's just another smaller fractal of the bigger Es fractal. ist einfach nur ein kleineres Fraktal von dem großen Fraktal. What's happening when Jonah gets on the ship? Und was passiert, als Jona auf das Schiff kam? There's a storm coming on the sea, right? Da kommt dieser Sturm über das Meer. The winds are blowing, right? Die Winde, die wehen dort. Okay. Same principle. The waves are going to overflow the ship, right? Dasselbe Prinzip, die Wellen sind dabei, über das Schiff zu kommen. So in Daniel chapter 7, you see the four winds blowing upon the sea, right? In Daniel 7 sehen wir die 4 Winde, die auf dem Meer wehen oder wüten. And what do those people in the ship begin to do? Und was haben die Leute dort auf dem Schiff angefangen zu tun? Cast the wares. They cast the wares into the sea. Sie haben die Waren über Bord geworfen. Now, what are ships a symbol of in Bible prophecy? Und wofür stehen Schiffe, symbolisch in der biblischen Prophetie? David. What do ships represent? Was stellen Schiffe dar? The economy, right? Ja, stellen die Wirtschaftsmacht The dar. finances of the world, right? Das Finanzsystem der Welt. So, if the ships represent the finance, when they're throwing the wares into the sea, what does it represent? Also wenn die Schiffe das Finanzsystem darstellen und sie jetzt die Waren über Bord schmeißen, was stellt das dann dar? Money's going down. Financial crisis. Well, yes, it's all related to that. But the point is that if the ships represent the finances in the stock markets, what do they do when these things, when trouble comes? Also eine Finanzkrise, aber im Aktienmarkt zum Beispiel, wenn eine Krise kommt, was machen sie dann? They start selling off all their goods, right? Sie fangen an, alle ihre Güter zu verkaufen. Right, and they sell them off cheaper, right? Because they're trying to they're trying to prevent themselves from losing as much as possible, right? Also, und sie sind sogar bereit, dann für weniger zu verkaufen, denn sie möchten verhindern, ja, dass sie irgendwie viel verlieren. Deswegen verkaufen sie so schnell wie möglich, um noch so viel wie möglich Okay, zu bekommen. so if Jonah, right, which is 2 times the trouble just in this fractal, what would it also, and the winds are blowing on the sea here, what's it going to teach us about this Also thing? wenn Jona ja hier diese 2 Zeiten der Trübsal repräsentiert und die Winde aber auch hier auf dem Meer wehen, und das ja das größere Fraktal ist, was lehrt uns das dann hier? I'm not, I never said that, right? We never used the word crash, but the point is that the financial system is going to be troubled, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass das Finanzsystem auf jeden Fall Probleme bekommt. Right? Richtig? Do we see that? Sehen wir das jetzt Just gerade? have a look on the news, right? Schau dir jetzt einfach mal die Nachrichten an. It's the finance already, the governments are getting emergency money
and they're going to back up all their government systems. Man sieht, wie die Regierung mittlerweile solche Rettungspakete zusammenschnüren, um letztendlich die Wirtschaft damit zu unterstützen. Now, why is it in the Sunday law? Why is it here they want to kill you? Am Sonntagsgesetz, warum wollen sie dich hier töten? They want their peace and safety. Not the correct terminology, but yes, the point. They want their temporal prosperity back, Ja, sie right? wollen ihren zeitlichen Wohlstand wieder haben. And they will be prepared to do anything to get it, right? Und sie werden bereit sein, alles zu unternehmen, um das wieder zurückzubekommen. Okay, so, but back to the four winds blowing. What else does it represent? Aber wenn wir zurückkommen zu diesen 4 Winden, die hier wehen, was stellt das noch dar? Strife, revolutions, and wars and conquests, etc. Also right? Streit, Revolutionen, Eroberungen und so weiter und so fort. Okay, so so in the middle of all that revolution that's going on, this system, these 4 beasts rise up out of the sea. Also right? inmitten der Zeit, wo diese ganzen Revolutionen und Unruhen stattfinden, kommt dieses System dargestellt durch diese 4 Tiere jetzt hier auf. Go to verse 17. Gehen wir jetzt zu Daniel 7, Vers 17. It says, "These great beasts which are 4 kings, which shall arise out of the earth." So, can we take Daniel 11 verse 2 and Daniel 7 and verse 17 and be confident that it's talking about the same thing? Können wir jetzt also Daniel 11, Vers 2 nehmen und hier Daniel 7, Vers 17 und sie zusammenbringen und dann sozusagen Sicherheit haben, dass es über dieselbe Sache spricht? Where's Daniel 7 taking place? Antwort ist natürlich ja, aber wo findet Daniel 7 denn statt? At the Sunday law, Es right? fängt ab dem Sonntagsgesetz an. This is the 3rd year of Cyrus, right? Das ist das 3. Jahr des Kyros. It's the Sunday law. Das ist das Sonntagsgesetz. Both marking the same point, right? Beide markieren denselben Punkt. And if you go to verse 23, Und wenn wir zu Daniel 7, Vers 23 gehen, David, just read that first, please. Thus he said, the fourth beast shall be a 4th kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. So in here, what does it do? What does it do for the 4th kingdom? Is it? also, Make a distinction. Yeah, sorry. also was sehen wir hier, was macht die Bibel hier mit dem 4. Reich? Es macht wieder einen Unterschied zu den 3 vorherigen. Right. It makes a distinction between about the 4th over the first 3. Also Right. es macht hier einen Unterschied zwischen dem 4. und den ersten 3. Right. Richtig? Showing you the exact same pattern. Right. Zeigt dir genau dasselbe Muster. So we know that we have this kingdom rise at Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Wir wissen, das ist dann hier dieses Königreich dargestellt durch Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. And what's distinct about the 4th kingdom? Und was ist der Unterschied hier in Bezug auf das 4. Reich? Terrible. It's 2 kingdoms, Yes. right? Es sind 2 Königreiche in einem. Okay, so from the Sunday law to the final review is represented by which symbol? Vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, wie wird das dargestellt? Durch welches Symbol? The 1260. Durch die 1260. But under the 1260, what do we find? Aber unter der 1260, was finden wir dort? 2 1260s. 2 1260er. Okay, last night we read this quote. She says, "That time of trouble is not the time of trouble spoken of when the 7 last plagues are poured out, but a short while before." Right? Gestern haben wir das Zitat gelesen, wo sie sagt, diese Zeit der Trübsal ist nicht die Zeit der Trübsal, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit davor. So it's shown us that this time of trouble, right, is also represented by 2 times of trouble. Das Right. zeigt uns also, dass auch diese Zeit der Trübsal dann dargestellt werden kann durch 2 Zeiten der Trübsal.
You see the principle? Yes. Könnt ihr das Prinzip sehen? Right? So the principle is that the deadly wounds healed here, the woman sitting back on the 10 kings, Also hier sieht man, die Todeswunde wird geheilt, die Frau sitzt wieder auf den 10 Königen, which is the 1260. was dann die 1260 ist. But you don't see the woman here, so first of all you have paganism and then papalism, right? Aber man sieht die Frau ja hier in der ersten Zeit der Trübsal noch nicht. Deswegen hat man hier erst Heidentum und dann Papsttum. Right? Richtig? Yes. So, just remind you at this point, go to Revelation 12. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 12. Verse 1. Offenbarung 12, Vers 1. Read verse 1 first. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Okay, so, and just read verse 2, please. Und lesen wir auch noch Vers 2. And she being with child cried, travailing in birth, and pain to be delivered. Okay, so, who is this woman? What does she represent? And what condition is she in? Also wer ist diese Frau, was stellt sie dar und in welchem Zustand befindet sie sich? Susie, you can answer that one. The woman is the church. Okay, the church, right? Yes. Also die Frau ist die Gemeinde, ja. What's she got on? Was hat sie an? The wedding garment. She's got the wedding garment on, so where is she? Sie hat das Hochzeitsgewand an. Wo befindet sie sich folglich auf der Linie? She's right here, right? Also am Mitternachtsruf. It's this point, you got to have on the wedding garment, Das right? ist der Punkt, wo du das Hochzeitsgewand tragen musst. Okay, and what condition is she in? Und in welchem Zustand befindet sie sich? She was pregnant. She's pregnant, but in what stage of pregnancy? Also sie ist schwanger, aber in welchem Zustand der Schwangerschaft befindet sie sich? Mhm. Oh, she's beginning to have her birth pangs, right? Also ihre Geburtswehen fangen an. Okay, so Matthew 24 says this is what? Matthäus 24 sagt, was ist das hier? Beginning of sorrows, right? Der Anfang der Wehen. Okay, because there's a birth right here, right? Denn da gibt es ja eine Geburt. It's the same principle right here, right? Dasselbe Prinzip findet man hier. And we know that if we go to Matthew chapter 12, it talks about the woman that's in sorrows, but then she's joy when she brings forth a son, right? Wir wissen in John 16. Is it John 6? Sorry. Also in Johannes 16 wissen wir, dass jetzt hier diese Frau in ihren Geburtswehen ist, aber dann diese Freude kommt, wenn der Sohn hervorgeht. Okay, so just want us to see that principle, right? Ich wollte einfach nur noch mal auf dieses Prinzip hinweisen. Okay, let me just go. Okay, go to Daniel chapter 2. Gehen wir jetzt zu Daniel 2. Actually, forgive me, we just missed the point. We'll come back there, mate. Go back to Daniel 12. Completely forgot. Revelation 12. The Revelation 12. Sorry. Wir haben ganz vergessen, den Punkt zu machen, den ich machen wollte. Gehen wir nochmal zurück zu Offenbarung 12. Haltet ruhig den Finger in Daniel 2. So I'm jumping ahead of myself. So in Revelation 12, in verse 3, if you want to read that, please, Daniel. Lesen wir jetzt Offenbarung 12, Vers 3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns, 7 crowns on his heads. So who's this? What's this entity right here? Also was ist diese Macht hier? Who was it in history? Wer war es geschichtlich? So what is the Heidnische representation of this? Also was stellt es dar? It's a representation of the civil powers, right? Das ist eine Darstellung der Staatsmächte.
It's the civil powers persecuting God's people. Das sind Right? die Staatsmächte, die hier Gottes Volk verfolgen. So in Revelation 12, what's the chapter teaching us? Und was lehrt uns Offenbarung 12, das Kapitel? In relation, just think about what we're discussing right here. Also in Bezug auf das, was wir hier diskutieren. What were we discussing a minute ago? Was haben wir vor einer Minute diskutiert? About birth. No, that's when we came to this chapter. What was the point? Because I was talking about something and I took you to this chapter to show you the same point. Also bevor wir zu diesem Kapitel kamen, was haben wir uns angeschaut? Okay, but what was the point of the fourth being diverse from what? Also wir haben gesehen, Okay. dass der vierte immer unterschiedlich war. Und was war der Punkt, den wir damit gemacht haben? Das vierte hatte zwei Reiche in einem vereint. Okay, under the fourth there's two, right? Unter dem vierten gibt es zwei. And it was the same principle here. You got these two times of trouble under the 1260, right? Selbe Prinzip konnte man auch hier sehen, dass man die zwei Zeiten der Trübsal hat unter dieser gesamten 1260. Okay, now that our minds are back in the right direction, what's this chapter teaching us? Und jetzt, nachdem unsere Gedanken jetzt in die richtige Richtung gelenkt worden sind, was lehrt uns dieses Kapitel? Two times of trouble, right? Zwei Zeiten der Trübsal. Beginning with whom and ending with whom? Fängt mit wem an und endet mit wem? You're right, paganism followed by papalism, right? Heidentum gefolgt vom Papsttum. Right? So, you got two horns here, right? Wir haben hier zwei Hörner. It's showing you the same principle, right? Das zeigt uns dasselbe Prinzip. I'm not exactly sure how it's been exactly illustrated in here, but the principle's exactly the same. Ich verstehe noch nicht ganz genau, wie das dann hier in dieser Zeit hier illustriert werden kann, aber das Prinzip ist auf jeden Fall dasselbe. And I mean that in the sense that in Revelation 12, first of all you have the dragon, followed by, what does the woman do here? Also in Offenbarung 12 sehen wir zunächst einmal den Drachen und was tut dann hier diese Frau? What does the woman do here? Was tut- Revelation 12. Was tut die Frau hier in Offenbarung She 12? flees into the wilderness, Sie right? flieht hier in die Wüste. There's a fleeing, right at this way mark. Da gibt es ein Wegfliehen genau hier an dieser Wegmarke. Is there a fleeing at this way mark? Gibt es ein Fliehen an dieser Wegmarke? Yes, right. Yeah. It's showing you that this principle always at the center way mark. There's this fleeing, right? Es ist immer an dieser zentralen Wegmarke gibt es immer ein Wegfliehen. Okay, so she flees into the wilderness for 1260, Also sie flieht in die Wüste für 1260. which is the belly of the whale, right? Das ist auch der Bauch des Wales. Which is the cross experience. Und das ist auch die Kreuzeserfahrung. Right, so it's all showing you that this experience is this experience, right? Es zeigt uns immer, dass letztendlich diese Erfahrung ist auch diese Erfahrung. Okay, two 1260s, Zweimal 1260. right? Richtig? Seeing what I'm trying to show you is that the pattern is the same, just through different illustrations. Also was ich euch einfach nur zeigen möchte, ist, dass das Muster immer dasselbe ist, einfach nur dargestellt durch unterschiedliche Illustrationen. Because the last point we made last night is that Daniel, that's standing here, that's having those things revealed to him, is also marking this point right here, right? Also und den letzten Punkt, den wir gestern Abend gemacht haben, ist, Daniel steht ja hier, ihm werden diese Dinge offenbart, aber auch diese Zeit des Endes haben wir auch hier gesehen. Okay. But we also, if this is the time of the end, what's this? Und wenn das hier die Zeit des Endes ist, was ist das? The time of the end, right? Oh, die Zeit des Endes. Because it's the end of the 1260, Weil es ja auch das Ende der 1260 ist. right? It's just showing us principally repeating patterns, right? Es zeigt uns einfach nur auf der Ebene von Prinzipien immer wieder dieselben Muster. Is Daniel standing in his lot here at the end of days? Steht Daniel hier in seinem Erbteil am Ende der Tage? Yes, right? And this Yeah. is where this great lot of rain is impressed upon his mind, right? Ja, das ist, wo der Spätregen dann auf seinen Verstand einwirkt. Okay? So, but it's progressive. Begins here, then it's here, it's here. It's marking these, every time light
comes to you, it's this birth process, Aber right? das ist fortschreitend. Licht kommt hier, Licht kommt hier, Licht kommt hier. Und stellt immer diesen Geburtsprozess dann dar. Right? Richtig? Okay. Next point. Nächster Punkt. Now go to Daniel chapter 2. Jetzt können wir zu Daniel 2 gehen. Now, I didn't read the quote, but in the Book of Education, Sister White talks about the final rise and fall of earthly kingdoms, right? Also ich habe jetzt das Zitat nicht gelesen, aber im Buch von Erziehung spricht Ellen White ja von dem finalen Aufkommen und Niedergang der irdischen Mächte. And she quotes Ezekiel 21, right? Und sie zitiert dann Hesekiel 21 in diesem Kontext. Right, and it says Christ comes in the time period of which kingdom? Und Christus kommt dann in der Zeit von welchem Königreich? The fourth, In der Zeit des 4. Reiches. right? Always comes in the time period of the fourth, Er kommt immer in der Zeit des 4. Reiches. right? And it says that those four kingdoms are Babylon, Medo-Persia, Greece, and the last one is Rome. Und das sagt uns ja Babylon, Medo-Persien, Griechenland und das letzte ist immer Rom. So, let's go to Babylon, Daniel 2, verse 37. Gehen wir jetzt zu Babylon, gehen wir zu Daniel 2, Vers 37. Susie, do you want to read verse 37 and 38 first, please? Lass uns Vers 37 bis 38 lesen. Thou, O King, art the King of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. Okay, so what is Daniel saying about Babylon? Was sagt Daniel hier über Babylon? You was the head of gold. War das Haupt aus Gold? Yes, but Okay, what yeah. does he say about before that? You've jumped Aber- right to the end and gone past the other things. Was sagt es davor? Yes, you are a king of kings, right? Ein König der Könige. So a king of kings, what is a king of kings? So it's another way of expressing. Was ist ein König der Könige? Was ist ein anderes Wort, was man dafür Right, benutzen it's kann? an emperor. Das ist ein Right? Kaiser. So I'm just going down the thing, right? So it starts with Babylon, right? Also es fängt mit Babylon an. Talking about the Babylonian king, right? Spricht er hier über den babylonischen König zunächst, Right? Who is the dragon, right? der auch der Drache ist. Revelation 13:11 says it comes up like a lamb, it's going to speak like a dragon. Offenbarung 13, Vers 11 sagt er, es kommt wie ein Lamm auf, wird dann aber wie ein Drache sprechen. Who else is a dragon in the Bible? Wer ist sonst noch ein Drache in der Bibel? Pharaoh. Right? Pharao. And both Pharaoh and Nebuchadnezzar both have parallel dreams, right? Und sowohl Pharao als auch Nebukadnezar haben beide diesen selben Traum. Now, if I was to say one word to you, what picture would it paint in your mind? Wenn ich jetzt nur ein Wort sagen würde, welches Bild würde in eurem Kopf aufkommen? So if I said to you Tutankhamun, what would be the first thing you think of? Wenn ich diese Mami. Tutanchamun oder wie auch immer heißt in Deutsch. What? Was was kommt euch sofort in den Sinn? I'm not on about things related to... Weltherrscher. Gold, just gold. Okay, the golden... What golden thing, Sandra? Also was für eine goldene Sache? There is head, right? Er hat diesen goldenen Kopf, Right, and you have this golden mask, right? diese goldene Maske. It's showing you the same principle. Pharaoh was the king of which country? Das zeigt uns dasselbe Prinzip. Pharao war der König wessen Landes? Von welchem Land? Egypt, right? Von Ägypten. And Egypt, right, is not just one country, it was a conglomerate of countries, right? Und Ägypten war nicht nur ein Land, sondern ein Zusammenschluss von mehreren Ländern. It's represented by the number
10, right? dargestellt durch die Zahl 10. So Pharaoh was a king of kings, right? Deswegen Pharao war ein König der Könige. So Pharaoh, Nebuchadnezzar, they're both this king of kings. They both have this golden head as a symbol of them, right? Also beide sind sozusagen Könige der Könige und sie haben beide diesen goldene Haupt. They're both the dragon. Sind beide der Drache. And it's the dragon that speaks right here, Und es ist right? der Drache, der genau hier dann spricht. Right? So both Pharaoh and Nebuchadnezzar, they both have this parallel dream, and what does the dream do for them? Und sowohl Pharao als auch Nebukadnezar, sie haben beide diesen parallelen Traum. Und was macht dieser Traum mit ihnen? What does it do for them? Trouble. Troubles them, right? Beunruhigt sie. What's this time right here? Und was ist das für eine Zeit hier, die hier anbricht? Trouble, right? Eine Zeit der Beunruhigung oder der Trübsal. They can't explain why there's this trouble, right? Und sie können nicht erklären, warum es diese Trübsal hier gibt. Okay. Now, I don't know that you have that quote now. And let me just put these quickly in. I'll put these in the live stream. Daniel, do me a favor, just quickly. Also ich werde das jetzt hier in den Livestream posten und es wird auch gleich übersetzt werden. Put them all together. It's just four quotes. In fact, I probably could have done it quite myself. Okay, it's done. Okay, ist übersetzt. Sorry. That's okay, they got it twice. Right, so let's go to these quotes. Lass uns diese Zitate anschauen. It says, God exalted Babylon that it might fulfill this purpose. Prosperity attended the nation until it reached a height of wealth and power that has never since been equaled. Fitly represent the scriptures by the inspired symbol, a head of gold. And then it jumps down, it says, instead of being a protector of men, Babylon became a proud and cruel oppressor. Auch der Right? zweite Absatz haben wir gelesen. Also Babylon wurde jetzt zu diesem stolzen und grausamen Unterdrücker. So it's very clear right here that God is exalting this nation, right? Also es ist sehr deutlich, dass Gott jetzt hier diese Nation erhöht. The Lord says in the book of Education, I girded thee, though thou hast not known me, right? Also Gott sagt ja im Buch Erziehung, ich habe dich gegürtet, auch wenn du mich nicht gekannt hast. And this was the expression used for Cyrus, right? Das ist derselbe Ausdruck, der auch für Kyros verwendet wurde. Okay? So it's about how the Lord works through the nations, using them to illustrate his purposes, right? Das ist also ein Ausdruck, wie der Herr die Nation benutzt für seine Absichten. Now, this Babylon in history is the literal kingdom, right? It's typifying something spiritual at the end of the world, right? Dieses historische Babylon hier ist natürlich etwas, was hier am Ende der Welt oder etwas am Ende der Welt vorausschattet. Okay, and I'll come back to this point in a sec. Und ich möchte gleich nochmal in einer Sekunde zurückkommen. Next quote. Lesen wir zunächst das nächste Zitat. Sandra, you want to read 14 MR91, please? 14r 91.3. An idol's health has been set up, as the golden image was set up in the plains of Europe, and as Nebuchadnezzar the king of Babylon issued a decree, all who would not bow down and worship this image should be killed. So a proclamation will be made that all who will not reverence the Sunday institution will be punished with imprisonment and death. Thus the Sabbath of the Lord is trampled under them, but the Lord has declared, woe unto them that decree unrighteous decrees and right
cruelties of which they have prescribed. So, Nebuchadnezzar, this head of gold, right, Also Nebukadnezar, dieser Kopf aus Gold, who's a cruel and proud oppressor, wer mittlerweile ein stolzer und grausamer Unterdrücker hier geworden ist. when he sets up this golden image, it's likened unto the sundial. Wenn er hier dann das goldene Standbild aufrichtet, markiert das Sonntagsgesetz. But if we go to the next quote, Wenn wir das nächste Zitat lesen, Lucia, you can read that for us, Bob McGann. Scrollen again. I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Okay, so which beast? The two-horned. The two-horned beast, right? Also welches Tier macht das Dekret? Dieses zweihörnige Tier. And the two-horned beast is the Revelation 13 and verse 11, Und the United das States. zweihörnige Tier ist Offenbarung 13, Vers 11, ist es die USA. So what's it telling us about Nebuchadnezzar? Also was sagt es uns über Nebukadnezar? Das ist die United States. He's the two-horned beast, right? Er ist die USA, er ist die zweihörnige Macht. Okay, so Daniel 7 is marking these four kingdoms coming up, right? Und Daniel 7 markiert diese 4 Königreiche, wie sie hier aufkommen. But Daniel 8 is the parallel vision, right? Aber Daniel 8 ist ja eine Parallelvision dazu. What's the first thing we see in Daniel 8? Was ist das Erste, was wir in Daniel 8 sehen? The two-horned beast, right? Diese zweihörnige Macht, dieses zweihörnige Tier. So what's it telling us about the two-horned beast in Daniel chapter 8? Und was sagt es uns über das zweihörnige Tier in Daniel 8? It's the one that made the Sunday law decree, right? Es ist dasselbe Tier, was hier das Sonntagsgesetz macht. Because when Daniel standing here, it's the third year of whom? Denn wenn Daniel jetzt hier steht, ist es das 3. Jahr von Cyrus, Kyros. who's the king of which kingdom? Und er ist der König von welchem Reich? Yeah, but no, as a fact, it's Persia, right? Er ist der König von Persien. Which is this two-horned kingdom that's marked there in Daniel chapter 8. Und Medo-Persien ist ja dann dieses zweihörnige Tier, was in Daniel 8 beschrieben wird. So Egypt, Babylon, Medo-Persia, they're all the same kingdom, right? Deswegen Ägypten, Babylon, Medo-Persien sind alle ein und dasselbe Königreich. And they were all empires, Und sie waren alle Kaiserreiche, right? also Reiche, Is all this Weltreiche. starting to stick in your minds now, right? Wird das langsam alles klarer für euch? Okay, so when we go back to Daniel 11 and verse 2, Wenn wir jetzt zurückgehen zu Daniel 11, Vers 2, Daniel, do you want to read that, please? And now the Russian the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the fourth shall be courage than they all, and by his strength, through his riches, he shall stir up all against the world of Persia. Okay, these 4 kings, right? These 4 Persian kings, these 4 kings that represent this two-horned power, right? also diese 4 Könige aus Persien, die diese zweihörnige Macht repräsentieren, Right? It's an empire, right? es ist ein Kaiserreich, Is a parallel to Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, right? also diese 4 Könige sind jetzt eine Parallele zu Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome were all what? Und was waren diese 4 Reiche alle? They were all empires, right? Alle Kaiserreiche oder Weltreiche. It's just showing you that it's one empire at the end of the world, right? Das zeigt uns einfach, dass es ein Weltreich sein wird hier am Ende der Welt. So Rome right here, what's it going to do? Und Rom, was wird es machen? According to this verse. Gemäß diesem Vers. Stir up all against the realm of Grecia, Wird right? alles gegen das griechische Reich aufbieten oder aufwühlen. Right? Richtig? Okay. So in Daniel 8, where is Daniel standing? Daniel Kapitel 8, wo steht Daniel dort? He's at Shushan the palace, right? Er ist in Susan, dem Palast. Okay. But
I just want to get to this point now. Go to Esther chapter 1. Aber ich möchte jetzt den Punkt machen. Gehen wir zu Esther Kapitel 1. Esther 1. Ezra oder Esther. Esther. It says, now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned from India even to Ethiopia, over 127 provinces, that in those days when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace, right? Wir haben die ersten 2 Verse gelesen. So, what sort of king is Ahasuerus right here? Was für eine Art von König ist Ahasverus hier? Right, he's an emperor, right? Also er ist ein Kaiser. Okay, but and we know that if you take the book of in fact, they take the book of Esther, right? It's speaking about the Sunday law crisis, right? Und wir wissen ja, dass das Buch Esther über die Sonntagsgesetzkrise spricht. Okay, now go to Ezra chapter 1. Jetzt gehen wir zum Buch Ezra, Kapitel 1. Okay, Margaret, do you want to read verses 1 and 2, please? Lesen wir die Verse 1 bis 2. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Okay, right. So the point that I want you to get to see is that we can see how the Bible is paralleling these different kings in history, right? Also wir können sehen, wie die Bibel diese verschiedenen Könige der Geschichte parallel setzt miteinander. And it's paralleling Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome with Medo-Persia, right? These 4 Persian kings. Right? Und es setzt ja hier Babylon, Medo, Persien, Griechenland und Rom parallel mit diesen 4 Königen von Persien. And I took you to Ahasuerus because Ahasuerus, right? Or should I say the book of Esther is marking the Sunday law crisis. Und ich habe Right? euch zu Ahasverus oder dem Buch Esther hingeführt, weil dieses Buch die Sonntagsgesetzkrise darstellt. However, I got a question, right? Dennoch, ich habe eine Frage an euch. In the book of Esther, who does Ahasuerus represent? Im Buch Esther, wer ist Ahasverus dort? Christ. Right? Christus. Who's the two-horned beast in the book of Esther? Und wer ist das zweihörnige Tier im Buch Esther? Haman, right? Haman. So, okay, and it's Ahasuerus that allows Haman to do that work. Und es Right? ist Ahasverus, der Haman ja erlaubt, sein Werk durchzuführen. Okay, but the Okay. Haman is just one horn of him, right? It's in Protestants, she says something. He has 10 sons. he has his 10 sons and he has a wife, so he's the false prophet, right? Also Haman hat diese 10 Söhne und er hat diese Frau, die das Papsttum ist. Deswegen, er ist der falsche Prophet.
right? So, okay, what's the point I'm trying to say? Natural and spiritual. Das Natürliche und das Geistliche. Now, you can take all these histories. For instance, who's the head of gold? Also wir können diese ganzen Geschichten nehmen und wer ist jetzt zum Beispiel der Kopf aus Gold? Who does the Bible show the head of gold is? Right? Was sagt die Bibel? Wer ist der Kopf aus Gold? At the end of the world. Am Ende der Welt meine ich. Trump, right? Trump. Or at least he's the president of the USA, right? Also Who's er ist this zumindest der head of gold? Präsident von Amerika, er ist dieses Haupt aus Gold. Okay, but there are. We are to rightly divide God's word, right? Wir müssen ja Gottes Wort recht teilen. Because right here, Daniel's in the third year of Cyrus, right? Denn genau hier ist ja Daniel im 3. Jahr des Kyros. Right. So Cyrus, Darius, and Artaxerxes, what do they symbolize? Und was stellen Kyros, Darius und Artaxerxes symbolisch dar? The work of Christ, right? Das Werk von Jesus, von Christus. Tear down this temple, and in Reiß diesen Tempel nieder. 3 days I will build it up, Und right? in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Okay, but there's also this representing a let's say a good symbol, a positive symbol, right? Aber das hat er jetzt hier ein gutes Symbol repräsentiert, etwas Positives. But when you go to Daniel 8, you have Persia represented as an evil symbol, right? Aber wenn du zu Daniel 8 kommst, dann siehst du hier, wie Persien als ein böses Symbol benutzt wird. Because if you go to Isaiah 13, Und wenn du zu Jesaja 13 kommst, the Medes and the Persians are represented as Islam, which is an evil symbol. da werden die Meder und Perser als Islam repräsentiert, was auch ein böses Symbol ist. The point I want to make, if you interpret the Bible only literally, what can be your conclusion? Deswegen mein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn du die Bibel nur buchstäblich auslegst, was kann dann deine Schlussfolgerung sein? That Medo-Persia, wherever it's seen, is always the same thing, right? Wo immer Medo-Persien erwähnt wird, ist es immer dieselbe Macht. Okay, because, for instance, we can clearly see that Medo-Persia represents the United States, right? Ein Beispiel ist, wir können ja ganz klar sehen, dass Medo-Persien einmal die USA darstellt. But Cyrus, who's a Persian king, is not representing the United States, right? Aber Kyros, der ein persischer König war, oder ein heidnischer König war, er stellt nicht die USA in diesem Sinne dar. Okay, and the point I'm making is that they likened Adolf Hitler unto Cyrus. Und den Punkt, den ich noch machen möchte, ist, dass Should I say, they liken him unto their Messiah, right? sie haben Adolf Hitler damals als ihren Messias präsentiert. They're likening Donald Trump unto their Messiah. Und ebenso tun sie das heute mit Donald Trump. And they're calling him Cyrus. Und sie nennen ihn auch Kyros. Why? Warum? Because, go back to Ezra chapter 1. Gehen wir dazu zurück zu Esra 1, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, Vers 1 nochmal. that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, that the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith the king of Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. So, the king of Persia right here, Cyrus, what sort of king is he? Der König von Persien, hier Kyros, was für eine Art von König ist er? David, kannst du die Heizung ausdrücken? He's an emperor, right? Er ist ein Kaiser, He's the king of kings. er ist ein König der Könige, hat alle Reiche hier. So the question I'm asking is, who is the king of kings? Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wer ist der König der Könige? Christ, right? Christus. Okay, so when people misinterpret the Bible, they would put Cyrus as a parallel to these 4 kings in the book of Daniel, right? Also wenn Leute jetzt die Bibel falsch auslegen, dann würden sie Kyros hier als eine Parallele zu diesen 4 Königreichen aus dem Buch Daniel sehen.
get my points? Because in Daniel, you've got these 4 kings represent Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. In Right? Daniel haben wir diese 4 Reiche von Babylon bis Rom dargestellt. And in Daniel 11, it's 4 Persian kings. Und in Daniel 11 sind es 4 persische Könige. But we must rightly discern and understand what symbol is representing whom, right? Wir müssen richtig beurteilen können, oder wir müssen die Symbole richtig beurteilen können, welches Symbol wen darstellt. Right? So what I'm saying is Ahasuerus and Cyrus both represent the work of Christ, right? Deswegen Ahasverus und Kyros, sie stellen beide das Werk Christi dar. But when Donald Trump, right, who's having the Bible interpreted to him literally, thinks that he's Cyrus, Aber wenn Donald Trump diese buchstäbliche Auslegung erhält von seinen Leuten und er dann denkt, dass er Kyros ist, what's he going to do? was wird er tun? He's going to rebuild the temple in Jerusalem. Er Right? wird den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Okay, so my closing thoughts, right? Let's go to Ezekiel chapter 28. Abschlussgedanken, gehen wir zu Hesekiel 28. Maybe one further thought. Because I remember we used to say, right, Judah is also this two-horned power, right? And it's the glorious land. And Yeah. Christ is the king of the glorious land. Yes. So in this sense, you have Christ as the king of the two-horned power, which is the true two-horned power. And then you have the counterfeit here Yes. on earth. Satan is counterfeiting Yes. what the Lord is doing, right? Also Judah ist ja auch diese zweihörnige Macht und Christus ist der König des herrlichen Landes. Deswegen diese zweihörnige Macht hier auf Erden ist einfach nur eine Fälschung von Satan, von dem wahren herrlichen Land oben im Himmel, wo Christus der König ist. Okay. So go to Ezekiel 28 and verse 12. Gehen wir zu Hesekiel 28, Vers 12. It says, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sun, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and the gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. So who's this speaking about right here? Bis Vers 13, über wen spricht das hier? Satan. Über Satan. And Satan was created, right? Und Satan ist ja erschaffen worden. Christ was not created, Aber Christus ist nicht geschaffen worden. right? Richtig? Okay. It says, Thou art the anointed cherub that covereth, Vers 14. and I have set thee so, thou wast upon the holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Prophetically, where's iniquity found in you? Prophetisch gesehen, wo wird dieses Unrecht oder diese Gesetzlosigkeit in dir gefunden? Yes, because you're created perfect in the beginning, and then right here all character is revealed, right? Also im Untersuchungsgericht, denn du wirst am Anfang vollkommen erschaffen und hier wird jeder Charakter offenbart werden in dem Gericht. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. So in Matthew 22, what happens to the man right there who has on the wedding In gown? Matthäus 22, was passiert dort mit dem Mann, der das Hochzeitsgewand nicht anhat? Bind him hand and foot and cast him into outer darkness, right? Bindet ihm Hand und Fuß und werft ihn in die äußerste Finsternis. It says, Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness.
I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore, I will bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. And they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more. Bis Vers 19. Okay, just go back now to verse 1. Gehen wir zurück zu Hesekiel 28, Vers 1. It says, The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, What? I am a God. Also Vers 2, was sagt er hier? Ich bin ein Gott. I sit in the seat of God in the midst of the seas, yet thou art a man and not God, though thou set thine heart as the heart of God. So, Bis Vers 2 haben wir gelesen. how is Satan going to, or what does it say Satan's going to do right here? Was sagt es hier? Was wird Satan hier tun? Verse 2. Vers 2. Profess himself to be God. Image. It doesn't mention an image, just what does it say there? Also was sagt es hier? What's he going to do? Was wird er hier machen? Lift up his heart and proclaim himself to be God. He's going to say, I am a God, but what is he doing? Er wird sagen, ich bin ein Gott, aber was tut er hier? Sitting in the seat of God, right? Er wird sich auf den Thron Gottes setzen. Okay, so in the Bible, what typified the throne of God? Und in der Bibel, was hat den Thron Gottes vorausgeschattet? Zion. Who typified Christ? Wer hat Jesus That vorausgeschattet? sat on the throne? Der auf dem Thron saß. David, David. right? That's what it says. It always talks about the throne of David, right? My king I will exalt and put him on the throne of David. Also in der Bibel spricht es immer wieder vom Thron Davids. Ich werde meinen König erheben und ihn auf den Thron Davids setzen. Who's David? Und wer ist David? Who's he a type of? Wen schattet er voraus? The type of Christ, Er ist right? ein Typus für Christus. So, where was David's throne? Und wo war Davids Thron? In Jerusalem, right? In Jerusalem. Okay, so in Ezekiel 28, who is this that's sitting in the throne of God claiming himself to be God? Und in Hesekiel 28, wer ist es hier, der auf dem Thron Gottes sitzt und vorgibt, Gott zu sein? The Pope, Das right? ist der Papst. Okay, so in Testimonies to Ministers 38, right, it's talking about pagan Rome. Und in Testimonies to Ministers, Seite 38, da spricht es ja, Just it quickly. doesn't say pagan Rome, but in Kings. Yes. In Rulers. GC 4:58 it says. Testimonies to 38, it says pagan Rome. Let's go there. Oh, is that okay? Maybe. Yes, maybe it's I'm GC skipping. 4:58. Yes. Also wir gehen jetzt zu Testimonies to Ministers, also Zeugnisse an die Prediger, Seite 38. Okay. Yes. Sorry, I was getting them mixed up. Right, but the point I just want to make this point here. Do you post it or you just refer to? I'm just making sure I got the right bit. Okay. In paragraph 2, just post this. Ja, das wird jetzt auch gepostet.
Okay. So it says, in the scene represented the work of Christ for us and the determined accusation of Satan against us, Joshua stands as the high priest and makes request in behalf of God's commandment-keeping people. At the same time, Satan represents the people of God as great sinners and presents before God the list of sins he has tempted them to commit through their lifetime, and urges that because of their transgression they be given into his hands to destroy. He urges that they should not be protected by ministering angels against the confederacy of evil. He is full of anger because he cannot bind the people of God into bundles with the world to render him complete allegiance. Kings and rulers and governors have placed upon themselves the brand of Antichrist and are represented as the dragon that goes to make war with the saints. So, kings, rulers and governors is the state power, right? Also Könige, Herrschende und Gouverneure sind die Staatsmacht. And it says that they are the dragon, right? Und sagt hier, sie stellen den Drachen dar. But what else are they likened unto? Aber womit werden sie noch verglichen? Antichrist, right? Mit Antichrist. So, the point that I want us to see is Cyrus is representing biblically the work of Christ, right? Also Kyros stellt das Werk von Christus dar. So, when Trump takes all this glory to himself and claims himself to be Cyrus, who does it say that he represents? Aber wenn Trump jetzt vorgibt, Kyros zu sein und diese ganze Ehre auf sich bringt, was stellt das daraus? Antichrist. Sagt es hier, das ist das Werk von Antichrist. Right? So, he's putting himself in the place of Christ. Also er setzt sich selbst an die Stelle von Christus. Okay? And this beast at the end of the world has a woman sitting on the dragon, right? Denn das Tier am Ende der Welt hat ja diese Frau, die darauf sitzt. So, the dragon, who does he represent symbolically? Der Drache, wen stellt er symbolisch gesehen dar? The Father, right? Den Vater. And the papacy is the Son. Und das Papsttum ist der Sohn. And they both do what? What do they share? Und was teilen der Vater und der Sohn? They share the throne, right? Sie teilen den Thron miteinander. So Cyrus, right, is going to rebuild Jerusalem, and the Pope is the one that's going to sit on the throne of God, claiming himself to be God, right? Kyros ist derjenige, der Jerusalem wieder aufbauen wird, und der Papst ist ja derjenige, der auf dem Thron Gottes sitzen wird und vorgibt, Gott zu sein. But who's going to share that throne with him? Aber wer wird mit ihm den Thron teilen? It's right there. Also die Staatsmacht, Kyros, der falsche Kyros. Father and Son share the throne. They're both Antichrist, Vater und Sohn, sie teilen den Thron, sie sind beide Antichrist. right? Richtig? He has to counterfeit everything, right? Er muss alles fälschen. How do you see that point? Kann jeder das sehen? For me, it was a nice thought, right? But and it's all about understanding how the Lord is unfolding the Bible to us, right? Und es geht letztendlich darum, wie der Herr uns die Bibel entfaltet. You sit in this classroom day in, day out, and you hear these things over and over again, right? Und wir sitzen ja hier in diesem Klassenzimmer Tag für Tag und hören die Dinge immer und immer wieder. And you have no idea of the power that's in these things that we're talking about. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung von der Kraft, die in diesen Dingen liegt, über die wir hier studieren. Because when the Lord fills our heart with the Holy Spirit, and you take these things before the whole world and lay them out, and they see them happening before their eyes, it's going to do things that we can't even begin to imagine. Denn wenn der Herr uns mit seinem Heiligen Geist füllt und wir dann der Welt diese Dinge präsentieren können, die dargelegt sind, und sie sehen diese Dinge sogar vor ihren eigenen Augen sich erfüllen, wir können gar nicht vorstellen, was das für einen Einfluss haben wird. Okay, so you're really predicting that the Pope and Trump are going to share the throne in this New Jerusalem that they're going to build, right? Deswegen, wir können wirklich vorhersagen, dass der Papst und Trump den Thron teilen werden in diesem neuen Jerusalem, was sie bilden werden. Right? Richtig? That's a bold proclamation, right? Und das ist eine ziemlich mutige Vorankündigung. One question, last thought.
What did Constantine do? Did he move? Was ist mit Konstantin? Hat er seinen Regierungssitz verlegt? Where was the strength of pagan Rome? Wo war die Macht des heidnischen Romes? Rome. In Rom selbst. But what did he do? Aber was hat Konstantin gemacht? He moved his seat of power somewhere, right? Er hat seinen Sitz der Macht verlegt. History's already shown us, right? Die Geschichte zeigt uns das bereits. Where did they just put their embassy? Wo haben sie ihre Botschaft vor kurzem verlegt? In Jerusalem. Nach Jerusalem. Who else has a big seat there in Jerusalem? Wer hat noch einen großen Sitz dort in Jerusalem? The Pope, Der right? Papst. Okay. Already they're getting ready to show us these things, right? Man sieht, das nimmt alles Konturen an. Okay, we need to close. A lot of thoughts there. Also wir müssen jetzt abschließen, da gibt es noch viele Gedanken dazu. Let's close it. Lass uns im Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, thank you that show us the things which are upon your us. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diese Dinge zeigst, die vor uns liegen. And that you also show us the work which you want to work through us. Und dass du uns auch das Werk aufzeigst, das du durch uns wirken möchtest. Please, Lord, help us to remember this Bitte Herr, hilf uns, dass wir uns daran erinnern and that we would value your precious book more and more. und dass wir dein wertvolles Buch immer mehr wertschätzen. So I ask you that you would now guide us through this day Ich möchte bitten, dass du uns jetzt durch diesen Tag führst and that you keep us from sin and that we would lift our hearts up like sin. That you That we would not lift our hearts up like Satan. Ja, dass du uns vor der Sünde bewahrst, dass wir nicht wie Satan unser Herzen erheben. and that iniquity would not be found in us. Und dass Unrecht nicht in uns gefunden werden kann. We ask in Jesus' name. Ich bitte in Jesu Namen. Amen.